Hallihallo, Freunde des paranormalen Mittelmaßes und herzlich willkommen hier zurück bei Rapierhead Reacts. Ja, ich habe meinen Kanalnamen etwas abgeändert. Rapierheads paranormale Reactions war dann doch ein bisschen zu lang, wie ich finde. Deswegen habe ich mir gedacht, wir bleiben jetzt bei Rapierhead Reacts. Ist ein bisschen kürzer, kann man sich einfacher merken. Ist nicht so ein kompliziertes Wort dazwischen. Passt. Ihr seht, dass ich noch die gleichen Klamotten anhabe wie im letzten Video. Das liegt einfach daran, ich probiere gerade mal was Neues aus für mich. Ja, und zwar das Vorproduzieren von Videos. Das heißt, ich nehme am Stück 4, 5 Videos auf und die werden dann nach und nach bearbeitet und halt hochgeladen. Das soll halt dafür sorgen, dass, wenn ich mal an Tagen habe, wo ich richtig Bock habe aufzunehmen, einen großen Schwung an Videos aufnehmen kann und die dann halt Stück für Stück hochladen kann. So habe ich dann halt immer irgendwie Videofutter für euch am Start. Ja? So dass dann halt nicht mal irgendwie wieder ein Jahr Pause ist oder sowas, sondern dann habe ich halt immer Videofutter da. Und ich hoffe, dass ich es dann so besser hinkriege, motivierter zu bleiben, nicht andauernd hier vorm Rechner sitzen zu müssen und aber trotzdem in der Lage bin, euch jede Menge Videos bieten zu können. Ja, und auch viel hochladen zu können. Naja, das hat natürlich zur Folge, dass ich nicht immer direkt im nächsten Video oder im neuesten Video auf eure Kommentare eingehen kann. Sorry dafür. Deswegen bedanke ich mich schon mal im Voraus für die Kommentare, die ihr mir im letzten Video dagelassen habt. Ich werde es natürlich, sobald ich sie lese, beantworten. Ja? Also ist ja kein Ding. Ne? Kaffee ist auch wieder am Start, wie ihr seht. Gleich mal ein Stückchen nehmen hier. Ja. Lecker. So, wir sind heute mal bei einem Kanal da waren wir des Öfteren schon mal. Ist der geschlagene Schinken, sprich Slapped Ham. Ja, ups, ich muss ja aufpassen mit meinem Armband, dass ich nicht so sehr auf den Tisch rumhaue. Das Video klingt ganz nice. Es klingt, this is the freaky footage everyone's talking about. So, das ist das freakige Bildmaterial, über das jeder redet. Gut. Ich hoffe, es sind ganz gute Videos, deswegen schalte ich jetzt mal um auf Szene 2 und bitte lasst das Kamerabild wieder da sein. Ich schalte mal auf Szene 2. So, auf die Szene geschaltet, wir müssen jetzt im Vollbild sein, deswegen würde ich sagen, nicht mehr lange labern, direkt rein ins Video, auf geht's. Ich bin ja mal gespannt, was wir diesmal haben. Leertaste, hallo? How you doing? I'm Callan and this is Slapped Ham. You're about to see some... Kurz, ich muss mal ganz kurz die Untertitel ausmachen. Ich glaube, die brauchen wir nicht, oder? Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr lieber die Untertitel anhaben wollt im Video. Aber mir gehen die immer auf den Sack. Junge, Leertaste? 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 Bist du noch da? really unsettling content that's being shared on socials right now. So hit that subscribe button and get ready for more creepy content. Just like this. Okay, mal ein bisschen lauter hier bei mir. Bisschen leise das Ganze. This footage was initially caught during a live stream by paranormal investigators Sean and Cody for their Instagram, The New Wenn ich jetzt Reality schon wieder 11. Paranormal The Investigators stream höre, begins krieg ich with direkt the wieder investigators PTSD, ne? explaining that they're in an abandoned building somewhere in the deserts of Idaho. Okay. I don't know where we're at. We're in the middle of the desert, and we found another abandoned location. Gotta knock right where that was. Yeah. They claim that Können die sich nicht mal ein bisschen besser absprechen vorher, was sie so sagen? Das sah jetzt gerade ziemlich bescheuert aus. Naja. as soon as they arrived, they heard strange voices and Oh, strange voices banging sounds coming from empty rooms. und Banging Sounds. And it's got a creepy vibe to it, right? We came in, we were getting knocks, we heard the voice in the other room. Yeah, and then those weird K2 hits you on the Eddie. Yeah. Ah, habt ihr noch nicht aufgenommen, ja, weil ihr gerade angekommen seid. Ah, zu schade aber auch, zu schade. Dass ausgerechnet alles passiert, wo noch keine Kameras laufen. Zu blöd gelaufen. Ah, da müssen wir es euch jetzt wohl glauben. The clip shows them exploring room after room of the derelict building. This place is massive, guys. Like, Krass, dass sowas doch da einfach leer rumsteht, ne? Bisschen was dran gemacht, hast du eine recht coole Bude. Gut, liegt vielleicht daran, dass es irgendwo mitten in der Wüste ist und sich Leute gedacht haben, okay, war vielleicht keine so gute Idee, hier mitten in der Wüste irgendwas aufzubauen. Naja, dafür hast du eine Ruhe. it's crazy. More than half an hour into the stream, the pair of investigators find a mysterious hatch Nein. leading to a small basement. Oh oh. Inside the room, they discover an old children's swing set among the debris. Ein Swing-Set. So eine
wo man Babys reinsetzt, ja, dass sie so rumschaukeln können oder wie? Was machen die damit? Ja, genau. Stomach. How creepy. Look at that child swing, bro. Wo ist das denn creepy? Die hatten ein Kind, das ist jetzt älter geworden, haben sie in den Keller gebracht, brauchen sie nicht mehr. Was? Oh, Junge, ach ja. Der Kaffee knallt. Warum ich davon jetzt rülpsen musste, wer weiß. Ist eine paranormale Geschichte. Aber was ist da jetzt so creepy dran? The ghost hunters comment on the eerie vibe of the basement. That's crazy, dude. Es haben Keller so an sich, dass sie so ein bisschen sind. Ja? Dunkel, feucht, unangenehm. Bro. Dude, so when we went down to the attic, I got a feeling. It's a bad feeling, but I got a feeling of a little baby. Nein! Vorher hören sie nur seltsame Stimmen und Geräusche und Klopfgeräusche und sowas. Dann gehen sie in den Keller, sehen da so ein Babyspielzeug und jetzt haben sie urplötzlich den Verdacht, dass es da um einen Babygeist gehen soll oder was. Yeah, no shit, Sherlock. In there. Like kept down there. I felt like it was a punishment area. Like, Right. get out. Ja, natürlich. Es war eine Punishment Area, wo sie das kleine Baby bestraft haben. Das haben sie dann 3 Wochen an die Schaukel reingesetzt und gesagt, sieh zu, wie du jetzt klarkommst. Kopf von deinem ewigen Geheule. Oder was? Down there and Right. whatever. Towards the end of the stream, the brave investigators decide to take one last peek in the basement. Und jetzt sehen sie das Baby, oder was? This time, something truly unsettling happens. Ja, Take her a damit. look. Fluke? Is that a ball? There's a ball. Oh, it just moved! Nein! Der Ball liegt auf einem Haufen Geröll. Ein rundes Objekt liegt auf einem Haufen Geröll und bewegt sich urplötzlich. Das kann ja nur paranormal sein. Eine andere Erklärung gibt's ja nicht, dass es vielleicht von einem unebenen Geröllboden runtergerollt ist, weil es halt rund ist. Nein, das ist bestimmt paranormal gewesen. Was anderes kommt mir da gar nicht in den Sinn. Oh my god, it just moved! Ja. Holy As you can see, the ball on the ground seems to move Ich sehe gar nichts. all by itself. Jetzt. There's a ball. Oh, it just moved! Oh my god, it just moved! It just moved! Holy Cody and Sean are stunned by the strange event. Oh, it just moved! Oh my god, it just moved! It just moved! Holy The strange sounds and whispers and the inexplicable movement of the ball have left viewers wondering if something sinister happened in this building, causing it to become abandoned. Wo ist denn das Geflüster? Wir haben noch kein Geflüster gehört, noch kein Geklopfe. Alles, was wir gesehen haben, war ein Babyspielzeug und ein scheiß Ball. Reicht das schon heutzutage, um paranormale Videos zu machen? Babyspielzeug und ein Ball? Ein Ball habe ich hier irgendwo. Kaufe mir noch ein Babyspielzeug. Schon bin ich Paranormal Investigator, oder was? The word is yes, Carl. Ich reg mich schon wieder auf. Das ist das erste Geistervideo, was wir nach längerer Zeit sehen, und ich reg mich direkt auf. Wie dumm und hohl es ist. Kaffee. Wir machen weiter. Could that basement have been used as a punishment room for some poor child long ago? Nein. Let that thought sink in for just a moment. Nein, ich werde es nicht sink in für einen Moment. Weil es Schwachsinn ist. Es ist ein fucking Keller. Das heißt jetzt also, in jedem Keller, in den ich gehe und da liegt Babyspielzeug rum, ist eine Punishment Zone oder was? Und die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Sean and Cody also run a YouTube channel called The New Reality Paranormal. Aha. Okay. Ja, wissen wir ja Bescheid. They regularly investigate strange and eerie locations. As always, there's links in the description box below. Did you hear that? Yeah, I heard that. That was a knock, right? Bei denen scheint es ja ganze Zeit zu klopfen, ne? So wie es aussieht. The following video, posted to TikTok by user
Evil spirits attempt to enter home. Name Voided.1 is without a question one of the strangest and most unsettling videos you'll see in quite some time. The short clip comes from an unknown source, but some viewers think it originated in Peru. Tell me It what you shows a want. woman looking at something Did in you the lose corner something? of a room. Did you lose something? My life? Probably? Do you want to cause us harm? No? Watch what unfolds. Leave. Cool. Keine von den Fragen wurde beantwortet und er soll direkt abhauen. Sehr nett. Höflich. Gastgeber, Fähigkeiten 10 von As you 10. can see, a mysterious shadow begins to grow out of the corner of the room. It pulsates in and out of view. The woman then proceeds to tell whatever this strange thing is that she's not a I order you to leave this place? Ich befehle dir? Was hat denn die überhaupt für einen Rang? Kann die überhaupt befehlen? Bestimmt Schütze Arsch vom letzten Glied. afraid of it and orders it to leave the building immediately. What do you want? Meine Ruhe? What? I don't fear you. Oh. Even tries to kick the shadow. Jetzt wird er auch noch einfach getreten. Völlig aus der Welt getreten. Völlig ausgeschaltet. Was ist denn mit der los? Ich glaube, du bist hier das Problem, nicht der Geist. Du bist das fucking Problem. Du befiehlst einfach so aus dem Nichts, dass er abhauen soll, fragst den tausende Fragen, was er will, was er verloren hat, und dann fängst du ihn an zu treten. Und dann wundert ihr euch, dass sie euch kratzen oder rumklopfen? Also, respektlos, ey. Look, it comes back. Ja, gleich nochmal treten. The video ends. Treten? Und dann nochmal fragen, was willst du? Vielleicht nicht getreten werden. Und seine Ruhe. Did you lose something? Soon after, and everybody involved was unharmed. But he Ja, ich habe hier mein Portemonnaie liegen lassen, als ich gestern spuken war. Und dann war Feierabend und dann war ich irgendwie in Eile und dann habe ich mein Portemonnaie hier liegen lassen. Jetzt wollte ich kurz fragen, könnten Sie mir mein Portemonnaie aushändigen? Treten. Geil. even still, it definitely Erstmal makes you treten. wonder what exactly this woman was dealing Erstmal with. treten, dann fragen. Ja gut, das kann natürlich alles sehr einfach mit CGI gemacht worden sein. Mit einem Computer, schönem Programm, machst du irgendwelche Schatten in die Ecke, die rumpulsieren. Machst es vielleicht mit 2 Layern oder so, die du übereinander legst. Und dann fadest das eine aus und ein und tralala. Und das kann man natürlich recht einfach machen. Und ist euch mal aufgefallen, dass sie fucking transparent ist? Vielleicht weiß sie es gar nicht und sie ist eigentlich der Geist. Sie denkt aber, sie lebt doch. Und er hier in der Ecke, der Zwerg, der lebt eigentlich und wirft halt einfach nur einen Schatten an die Wand und wird erstmal direkt grundlos von ihr weggetreten. Okay. Hä, die ist doch transparent. Bin ich bescheuert? Die Tussi ist doch transparent. Der Schatten nicht. Das stinkt doch schon wieder nach Videobearbeitung. What is this strange shadow? If it's a spirit, is it friendly or evil? These are questions that we'll most likely never get answers to. Ja, zeig das Treten nochmal. Jetzt hat es dem Schatten gegeben. Similarly, this series of videos posted by Reddit user RUAmyC143 Ghost caught on Wise, whatever security cam. seems to have stumped even the most discerning of skeptics. The first clip said Oha.
Sogar sehr viele Skeptiker überzeugt. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. And Redditors into a frenzy in an attempt to decipher just what's going on in the 3-minute video. 3 The uploader Minuten. explains that she originally Okay. purchased the camera situated in her room as she had heard noises and seen odd figures in her house since she had moved in. The resulting clip is filled with odd shadows and dusty anomalies flitting by the camera. At around the 30-second mark, something eerie can be seen. Keep an eye on the doorway. Ah, Doorway, ich wollte schon sagen, ist mit Sicherheit an der Tür, weil sie die nämlich aufgelassen hat. Das wird sein. Da wird's passieren. Wieder. Shit. As you can see, a strange figure creeps past the open door. The figure appears to pace back and forth and is seen at multiple points throughout the video. Take a look at the 1-minute 16 mark. You can see. Warum wird das Bild eigentlich immer heller, wenn der Geist irgendwie im Bild erscheint? Ist das schon mal aufgefallen? The figure appears to pace back and Bevor der Geist nach links oder rechts geht, wird's im Raum irgendwie heller. forth and is seen at multiple points throughout the video. Ah, wird ein Take a bisschen look at the heller. 1-minute 16 mark. Vielleicht kommt er wieder und bevor es kommt, siehst du, da wird's wieder hell. Kann das vielleicht eine Lichtreflexion, oh Gott. Kann nicht reden, ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Eine Lichtreflexion sein? Hast du von Autoscheinwerfern? You can see the figure pace back across the doorway. Oder ist das, dass er das irgendwie bearbeitet hat oder derjenige das bearbeitet hat und genau dann in dem Ausschnitt das Bild heller macht, damit man den Schatten besser sieht? Aha, bin ich jetzt ein bisschen unschlüssig. Then again at the 1-minute 42 mark. While one of the top commenters floats the idea that the anomalies present in the video are nothing more than floating dust, the comment sets off a wave of similarly minded commenters agreeing with the idea that the contents of this video are alarming. Naja, gut, dass es jetzt Dust ist. Könnte natürlich sein, dass das Dust ist, der direkt vor der Kamera hin und her fliegt. Aber warum sollte der Dust hin und her fliegen? Mal so links, rechts, links, rechts. Weil sind es tatsächlich irgendwelche Lichtreflexionen. The consensus seems to be that the figure is distressingly humanoid and worryingly seems to hang around the uploader's bedroom. Nee, er ist im Flur, nicht im Bedroom. Der Geist ist im In Flur. response to the attention the first clip received, the uploader chose to release a second clip in an attempt to clarify Zweiter Clip. just what exactly the area outside of her bedroom door looked like. The video shows the angle at which the camera was pointing, as well as the hall directly across from it. In my hallway. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt beweisen, dass sie zeigt, ja guck mal, da zeigt die Kamera hin, haben wir ja vorher schon gesehen. Now if you watch where I go. The video demonstrates that the figure would have walked straight into a wall adjacent to the doorway. Wait, what? Ihr habt noch eine Kamera draußen an der Tür? Und wo ist das Bildmaterial? Oder sieht man darauf, dass es halt Lichtreflexionen sind und sie sich dachte, kann man nicht verwenden für Geistervideos? Oh, Here is the wall they walked into. ist es hiermit, Fräulein? Sieht mir auch aus wie ein Türrahmen. Kann er da nicht einfach 2 Zentimeter weiter hier durchgehen? Wenn jetzt hier eine komplette Wand wäre, okay, aber hier scheint ja noch ein Durchgang zu sein, genau wie hier. I don't know what Was ist das überhaupt? Ist das eine Klimaanlage? Ist das ein Lichtschalter mit... Was? else you want me to tell you. This makes it unlikely to be simply a person pacing back and forth, as they would have been blocked by the wall. Wall they Nein, walked hier ist doch noch eine Scheiße, hier ist doch noch ein Durchgang. into. Adding to the cavalcade of
Man hat doch nicht einfach so einen weißen Strich an der Wand. Supernatural activity surrounding the home. Jetzt kommen sie wieder mit dem Tierkram. Wisst ihr, wie oft das meine Katze macht, weil sie hinter mir irgendeinen Schatten von mir sieht, der sich leicht bewegt oder von irgendeinem anderen Gegenstand? Dann gucken die auch mal ganz neugierig dahin. Das sind halt Katzen. This third clip seems to further confirm the presence of something odd in the uploader's home. Take a look. What are you trying to find? Die Katze sagt, sie sitzt einfach nur und rennt da rum, weil sie gerade überlegt, shit, wie komme ich da am besten hoch? Komme ich da hoch? Mal genauer gucken. What do you see? It is well documented through similar videos that cats seem to have an eye for the supernatural. Oftentimes, cat owners will catch their feline companions staring off into space, seemingly looking directly at nothing. Macht beinahe auch, aber war halt kein Geist. While some may dismiss this as unknowable pet behavior, others seem to take this as confirmation of the ability that cats can see ghosts and other supernatural beings. Nee, sowas sollte man nicht als Confirmation nehmen, dass jetzt da ein Geist gesehen wurde. Man sollte es sich immer noch versuchen zu erklären. Möglichst mit logischen und natürlichen Dingen zuerst. Kann man das nicht, dann ist es wieder was anderes. Thoroughly creeped out by the cat's behavior, the uploader seems to take. So sitzt mein Kater manchmal vor irgendwelchen Schränken und überlegt, wie er da am besten hochkommt. Das hat nichts mit Geistern zu tun. Er überlegt, die Katze oder der Kater überlegt gerade, wie komme ich am besten da hoch. The event as proof that she's not the only one to have noticed odd activity in the home. Weil was soll denn der Geist da machen? Im Regal stehen? Wozu? Wozu stellt sich der Geist in das Regal? Macht doch auch keinen Sinn. There's something with that wall. That's the same wall that it keeps walking into. Das soll dieselbe Wand sein, wo der Geist reingeht? Momentchen mal. Vorher war das nur so ein Stück Wand. Jetzt ist es so ein Stück Wand? Mit einem Regal davor? Was labert die? A fourth post seems to capture the same shadowy figure. Was ist das denn? What the fuck ist das denn für ein Bild? Wie machen die denn Fotos? So? Klick! This time we're treated to a still frame from one of the video feeds. Take a look. Das wird ihr eigener fucking Schatten sein, den sie so fotografiert hat. While the still frame is blurry, we can make out a strange Es ist blurry as fuck. Es ist blurry sein Urgroßvater. shadowy figure standing in the middle of the room. Ja, damit man auch überhaupt nicht erkennen kann, dass es sie ist. Extra so scheiße extra aufgenommen. The uploader does appear to be genuinely freaked out by the alleged hauntings, and judging by the footage, it would appear something mysterious does indeed appear to be happening in the home. Natürlich. Love to get your thoughts on this one in the comments section below. Das Einzige, was das strange ist, wie die Fotos schießt. Das sieht man doch vorher. Da mache ich 3 oder 4 Fotos hintereinander weg, damit ich sicher bin, dass ich das schärfstmögliche Foto habe. Das beweist. Und nicht so ein Shit. Junge. For most horror lovers, ghost tours are typically seen as The a tourist unknown trap, figure. with genuine ghostly sightings a rarity. Tourist David Duran expected more or less of the same on a visit to Savannah's Sorrelweed house, where suicide and murder have run rampant. Right, yeah, of course. Natürlich. Natürlich gab es überall Morde und Selbstmorde. Na klar. Sonst würdest du ja nicht spuken, ne? Wissen wir ja. While his initial trip proved to be disappointing, the next day, checking the photos he took on the tour, brought his experience into an entirely new, horrifying light. In the first photo Duran took, we see a mirror with other tourists taking pictures of it, as the mirror is supposedly haunted. Guck dir das an. Das kannst du keinem erzählen. Da steht ein komplettes Rudel Leute vor einem fucking Spiegel und alle machen Fotos und filmen rein. Das kannst du keinem erzählen. Was ist mit uns passiert im Laufe der Zeit? Wir haben früher Pyramiden gebaut. Mit unseren bloßen Händen.
Und jetzt stehen wir vorm Spiegel und machen davon Fotos, weil er angeblich spukt. Wann sind wir falsch abgebogen? Zu welcher Zeitperiode sind wir falsch abgebogen? Das muss doch irgendwann mal, wir müssen doch irgendwann mal falsch abgebogen sein. Das kann mir doch sonst nicht anders erklären. Nothing looks particularly abnormal in the photograph, Ja. along with the second picture, which is overexposed. Ja, es ist vielleicht, weil man mit Blitz in den Spiegel rein fotografiert. Halt nichts Abnormales. Er hat halt noch keine Ahnung von Fotografieren. It's the third photograph that viewers get a glimpse of something goosebump-worthy. Okay. Oh. Bitte sag jetzt nicht das. Bitte sag jetzt nicht das. Bitte sag jetzt nicht, der arme Typ, der da einfach beisteht, wird jetzt bezichtigt, dass er ein Geist ist. Das ist der Typ, der da steht und sich denkt, warum machen die ja alle Fotos von einem fucking Spiegel? Hab ich irgendwas verpasst? Wollte gerade zum Mittagessen, bin aufgestanden, hatte einen schönen Tag, bin noch mal ins Zimmer zurück. Jetzt wollte ich gerade zum Mittagessen und sehe das. Habe ich was verpasst? The tourists in the picture's right-hand side have turned away from the mirror, but one figure's reflection seems to remain. What? Was? Hier ist ihre Reflexion. Der ist da. Die können wir nicht sehen, weil die halt direkt vorm fucking Spiegel steht. Und alles andere, was man hier sieht, ist dahinter. Was wollt ihr mir damit jetzt sagen? Dass eine Reflexion von einem Besucher übrig blieb. Zeigt ihr das auch noch, oder wird das jetzt einfach nur so gesagt? The figure looks to be a young Really? Weil der einfach weiter hinten steht, sagt man jetzt einfach, ja, das ist eine Spiegelung, die blieb übrig. Der steht da eigentlich gar nicht mehr. Wo ist denn der Beweis, dass der jetzt gar nicht mehr da steht? Hä? young man who was tall, lanky, and looking into the camera. Er guckt in den Spiegel, nicht in die Kamera. Duran explained that the young man reflected in the mirror was not part of the tour group. Natürlich behauptet er das. Natürlich. Irgendwie muss man ja die Scheiße finanzieren. With his attire looking something like it could have been found in another century. He had checked the timestamps with other members of the group. Natürlich. In einem anderen Jahrhundert hat man auch schon T-Shirts an. And none had recalled seeing the man on the tour Ah, or in natürlich. any other picture either. Ja. After some research, Duran discovered that the Sorrelweed house is located near an area where a bloody battle occurred during the Natürlich. Es waren nicht nur Morde und Selbstmorde, sondern in der Nähe war auch noch eine fucking Schlacht. Die Hinweise häufen sich, dass es dort spukt. American Revolutionary War. Ja, klar. Could this figure be a ghost of a soldier who has remained forever trapped here on Earth? Ein Soldat mit einem weißen T-Shirt. Hey! Kenn mich nicht aus mit den Uniformen. The owners of Sorrelweed House are investigating the image, as are several other paranormal specialists. The general consensus seems to be that this is indeed evidence of a ghost. Könnte ich jetzt noch mal die Quelle von den paranormalen Specialists haben? Sind das vielleicht auch irgendwelche YouTuber? Of course! TikToker? Oder sonst was für Typen? Sind das eure paranormalen Spezialisten? Wisst ihr, es wäre was anderes, wenn jetzt einer da hinten in der Ecke stehen würde und auch mal ein Foto über die gesamte Gruppe macht und der da plötzlich da nicht steht. Und man die Bilder anhand der Posen der verschiedenen Leute auch so identifizieren kann, dass das gerade im selben Zeitpunkt passiert ist. Aber da steht halt einfach ein Typ. Vor dem hier. Der steht also weiter hinten im Raum. Ey, das kann man sich nicht ausdenken, was das für eine hohle Scheiße ist. Blake Smith's Gaming Blitz provided a video Ghostly Wailing,
Coming from basement. Wailing? Soll das jetzt Jammern sein? Oder meint der, ein Geistwal kommt jetzt durch die Tür geschwommen? Saga of ghostly wailing coming from his basement. The 3 videos he uploaded to his YouTube channel give 3 different accounts of a very mysterious situation that would eventually even involve the police. Oha! In the first video, wurde er wenigstens verhaftet? The YouTuber explains that he's alone in his house and hears what he believes are crying noises coming from his basement. Okay, wenn ich irgendwelche paranormalen Videos machen will, ich muss mir mal ein paar Regeln aufschreiben. Erstmal, bevor irgendwas passiert, erstmal sagen, ich bin alleine hier in dem Haus. Sonst lebt hier niemand, ich bin hier ganz alleine. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, man muss vielleicht sagen, hier sind Morde, Selbstmorde passiert und um die Ecke gab es eine Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg. Regel Nummer 2. Regel Nummer 3, das Haus wurde auch zusätzlich noch auf einem indianischen Friedhof gebaut. Und dann halt immer sich selber filmen, während man was Interessantes sieht. Und die Sachen beschreiben, statt sie zu zeigen. Das hilft auch. Possibly of a young woman or child. I hear what sounds like Das Einzige, was gerade sehr paranormal ist, wie ich finde, ist seine fucking Frisur. Aber okay, jedem das seine. crying coming from the basement. I got a deadbolt for the basement after the last occurrence down there, but... Muss er sich gerade die ganze Zeit ein Schmunzeln verkneifen? Sehe ich das gerade richtig? And hears what he believes are crying noises coming from his basement. Achtet mal Possibly of drauf. a young woman or child. I hear what sounds like crying coming from the basement. I got a deadbolt for the basement after the last occurrence down there, but... He recently purchased a deadbolt for the basement, he elaborates, after the last time this same situation occurred, hoping to keep whatever was crying out. He states that he even called the police last time, who managed to find wet footprints in the basement after a search of the area. I even called the police. They found wet footprints down there when I let them down there, so I don't know what to... Alright. Warum hast du denn die Scheiße nicht aufgenommen? Hast du denn die nassen Fußabdrücke nicht fotografiert? Oder aufgenommen? Sondern behauptest, was ist denn mit meiner Sprache heute los? Sondern behauptest es einfach so. Let's just... He walks down the basement stairs. Listen to what he captured. It sounds like a crying child. What? The man calls out hello to no reply except more loud wailing. Hello? Eingefügt. Hello? He continues to call out as he walks into the basement. He shows viewers a weird substance on the wall that resembles handprints before panning the camera around to an empty room. Junge, es sind einfach nur beschissene Flecken an der Wand. Handprints, du bist auch so ein Handprint. Weil vorher selber noch gemacht. Wenigstens ist es mal taghell. This next video, which is a little longer, sees the YouTuber explaining the situation again, where he adds that he's heard loud bangs and other eerie sounds coming from the basement recently at unusual times. I don't know what's going on now. I keep hearing bangs and just really weird noises coming from the basement, and... He adds that some viewers of his last video recommended that he leave his phone in the basement to see if he could capture anything peculiar. He walks down to the basement once more, moving the camera around to see if he can spot anything unusual, but nothing appears. He then sets his phone down and leaves the room. A minute after he goes, the noises begin.
Oh no! Anyway. The noises are a mix of screaming, wailing and howling. Junge, ey, da hat aber einer in die Sound-FX-Kiste gegriffen, ey. Holy shit. After a couple of minutes, the man comes back downstairs, looking around and asking if there's anyone there. Wie oft willst du denn noch fragen? Hello? Wenn er jetzt panisch wegrennt, weil er da was gesehen hat, dann soll er sich ins Knie ficken. There are no more sounds. The man picks up his camera and leaves the room. As he begins to walk up the stairs, he whispers that he just saw a shadow and he Noch schlimmer. flees up the stairs. I just saw a shadow move away from underneath. Oh man, I'm out. In this last clip, the man walks down the stairs, turning on a bright light as the scary sounds emerge once again. Wie wär's, wenn er einfach seine fucking Lampen unten im Keller anmacht, anstatt die scheiß Taschenlampe zu nehmen? Nur mal so ein kleiner Tipp. Junge, ey, jetzt kannst du ja nicht ausdenken, ey. Wenn ich jetzt hier irgendwo in der Nähe einen Lichtschalter sehe, ne? Hello? Da war doch schon ein Lichtschalter. Hier. Kurz mal zurück. Aha, hier ist der Lichtschalter. Jetzt geh da bitte hin, mach den an und hör auf mit der verkackten Funzel im Scheißkeller rumzurennen. Hello? The man shines a light in the basement, calling out to no response before Ja, the video abruptly ends. nein. Hello? Da war noch ein Lichtschalter. These YouTube videos have received tens of thousands of views. Oh. Zehntausende von Aufrufen. Ich mache irgendwas verkehrt. Ich mache irgendwas falsch. And mixed responses. Some argued that the sounds resemble those usually found in a recording or video and therefore might be fake. Others swear that there's Das hört man sogar, dass die Scheiße fake ist. a spirit haunting the basement, Ja, possibly natürlich. a child who died there long ago. Natürlich. Kannst du ja nicht ausdenken, ey. Das kann man ja aber nicht ausdenken. However, the fact that the police allegedly found wet footprints in the basement make this video saga chilling for all who see it. Ja, das Problem ist halt, wir haben keinen fucking Beweis dafür, dass bei ihm die Polizei war und diesen Bericht geschrieben hat. Ruft doch mal einer da an und fragt mal nach. Anstatt es einfach immer so hinzunehmen, was die Leute vor sich hin blubbern. Oder würde er auch ungefragt glauben, dass die Erde flach ist? Nur weil irgend so ein Flachpfosten, ja, so eine Flachpfeife, irgendwie vorbeikommt und sagt, ach übrigens, die Erde ist flach. Dann sagt er, ach so. Ja gut, dann ist das halt so, ne? Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, das ist schon so schlecht, ne, dass mir schlecht wird. This next eerie image was uploaded to Facebook by Dom Fujarski. Eerie figure in restaurant. Meinen die das da oder was? Some years ago, this couple were dining at a restaurant that was built on top of an old mine. Of course. Oha! Da sind bestimmt wieder Abertausende von Menschen gestorben, die da jetzt rumspuken im Restaurant. The property is famous for its mining history and prominently displays memorabilia from its bygone years. The couple had this photo taken while dining in the restaurant. However, in the background of the image, you can make out a transparent man floating. Ich könnte schwören, dass ich das Bild schon mal irgendwo gesehen habe. War das nicht hier Abraham Lincoln, Vampire Hunter oder so ein Scheiß?
sitting right in the middle of the room. He looks to have a long beard and is wearing a white button-up shirt, very similar to a miner's uniform. Natürlich. Dom says this is a snap of the physical photo itself, which was developed in a store, meaning it couldn't have been photoshopped. While there's a slight chance this could be double exposure, the man's uncanny resemblance to an old miner certainly makes this a creepy photo. Das ist halt ein fucking Bildfehler. Kann ja auch mal passieren. Auf jeden Fall weiß ich, es ist kein Geist. Next. In early October 2022, Reddit user Witwa101 submitted a UFO Sighting? Okay. Video of 3 unidentified flying objects cruising through the sky. The sighting prompted a thorough debate on whether aliens might be surveying our planet. Take a look. Okay, ich wollte zuerst sagen, eine Drohne. Aber es passt natürlich nicht zusammen, dass das hier erstmal aufschließt dahin. Ja? Ich dachte erst, diese 3 Punkte wären halt eine Drohne, aber das kann dann ja nicht sein. Und auch, ich sag jetzt mal, wenn es tatsächlich Aliens sind. Ja? Weil an Aliens glaube ich halt eher als an Geister. Es wäre schon ziemlich traurig, wenn wir die einzigsten in dem gesamten Universum sind, die, ich sag jetzt mal, aufgrund, was ich hier gerade sehe, ein bisschen Intelligenz haben. Das wäre schon äußerst traurig. Ja? Das Universum ist so groß, da muss doch irgendwo noch eine andere Zivilisation geben. Aber okay, erstmal davon ab, versteh's nicht, dass sie anscheinend Raumschiffe haben, mit denen sie aus anderen Galaxien, anderen Sternensystemen unglaubliche Entfernungen zurücklegen bis zu uns. Dann kommen sie auf die Erde und dann machen sie ihre fucking Festtagsbeleuchtung vom UFO nicht aus. Das geht mir immer nicht in den Kopf. Sind die Aliens wirklich so blöd? Ist es denen scheißegal? Ist es einfach ein Schulausflug zur Belustigung? Dass sie sagen, so, hier guck mal unten die Affen. Die denken, die haben's voll auf dem Kasten, aber sind absolute Vollidioten. Bringen sich alle gegenseitig um, machen den Planeten kaputt. Die sind echt hilarious, die Geister unten. Okay, mal abgesehen davon. Zuerst dachte ich, wäre eine Drohne, aber es kann nicht hinkommen, weil das ja erst aufschließt hier. Dahin. Was könnte es sonst sein? Mal überlegen. Vielleicht ist es irgendwas von unten her beleuchtet wird und da ja das Licht reflektiert, vielleicht Vögel oder sowas. Watching that again, you can Weil dazu muss man ja sagen, wenn man so zum Beispiel so bestimmte Vogelschwärme sieht, zum Beispiel Kraniche oder sowas, die fliegen halt auch schon in einer Dreiecksformation. Ja, also auch in einem Dreieck fliegen die. Oh, ich muss mit diesem verkackten Armband aufpassen, das macht doch wieder Geräusche in dem Video, Mann. Ich bin aber auch so raus aus dieser Geschichte. can see one of the objects appears to be lagging behind. Ja. It then speeds up and joins the other objects, forming a triangle formation. Was halt Vögelschwärme teilweise tun. Hab ich da gerade Vögel gehört? Habe ich das gehört? One of the objects appears to be lagging behind. It then speeds up and joins the other objects, forming a triangle formation. Ich glaube, da hört man sowas wie Enten. Were making no sound and cruised overhead in a very smooth motion. Man sieht ja, es ist alles ziemlich heftig beleuchtet unten. Ne? Kann natürlich sein, dass es reflektierendes Licht ist, weil der Vogel von unten weiß ist. Dadurch reflektiert er mehr Licht und dann sieht es so aus, als könnte natürlich sein.
Sighting prompted all sorts of theories, everything Ich versuche hier nur Möglichkeiten vorzuschlagen. from classified military aircraft, weather balloons, Starlink, and even alien spacecraft were suggested. The bizarre event caught the eye of a fellow Redditor who decided to take a deeper look at the video. Das sieht doch auch so aus, als würden da Flügel schlagen, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Junge, diese Leertaste. Starlink and even alien spacecraft were suggested. The bizarre event caught the eye of a fellow Redditor who decided to take a deeper look at the video. Es sieht tatsächlich so aus, als würden da Flügel schlagen. The user, UFOs WW, ran a series of filters over the video and discovered that there appears to be a flapping motion. Ha? Vielleicht bin ich doch noch nicht so raus aus der Materie. Their conclusion is that we might be seeing 3 birds illuminated by the city lights below. Das war auch meine Theorie. Holy shit. So what do you think? Is this just a flock of birds passing overhead, or is there something more to this? Da das die einfachste und logischste Erklärung ist und anhand dieser Flügelbewegungen auch sehr bestätigt aussieht, denke ich mal, es waren Vögel und kein UFO. Sighting. Außer man bringt mir den Gegenbeweis. Dann sage ich was anderes darüber. Love to hear your theories on this one in the comments down below. Oh nein, jetzt geht's wieder mit Puppen weiter, oder was? Oh shit, here we go again. Ich werde doch heute mit gar nichts verschont. Can inanimate objects like toys and dolls become vessels for curses, spirits and other supernatural energies? Die haben alle zu viel Chucky geguckt und so, ey. Das, weißt du, da ist ja Chucky wenigstens noch cool. Weil der bewegt sich wenigstens richtig. This is a question many paranormal investigators have grappled with over the years. Now, a series of eerie videos over on TikTok are also making viewers question whether dolls really can be haunted. After picking up a doll at a local antique auction, this homeowner decided to make a TikTok account called Warum? Das verstehe ich immer nicht. Warum müssen Geister, gruselige Geisterpuppen, auch immer gruselig aussehen? Wieso könnte es nicht einfach eine ganz normale fucking Puppe sein? Die dann halt besessen ist von einem Geist. Oder Dämon oder was weiß ich. Warum muss es immer eine gruselig aussehende Puppe sein? Damit die gruselig ist? Oder was? Sagt sich der Geist, nö, in so eine normale Puppe will ich nicht rein. Die muss schon gruselig aussehen. Sonst macht's keinen Spaß. Haunted Charlotte to document the strange events that had since begun to transpire. Shortly after bringing the doll home, the couple began to find random objects on the floor. Nein. The OP's wife immediately My wife said to get rid of it because she thinks it's haunted and keeps finding random things on the floor. suggested that the doll was haunted, but they couldn't say for certain. So they decided to set up a camera to film the doll while they were both out of the house. Oh, bewegt sich die Puppe jetzt? Take a look at what's being caught on film. The footage is Ich dachte, dass ich, weißt du, wenn wenigstens was Schweres vom Tisch rutschen würde, wie die Wasserflasche da hinten, wenn sie voll ist. Okay. Dann ist so eine komische Chipstüte, die halb leer ist, die nichts mehr wiegt. Jeder noch so kleine Windhauch vom Tisch fegen kann. sped up, but you can see objects begin to move around the house. Ist das gerade vom Kühlschrank abgeflogen? Oh It just ja. sped up, but you can see objects begin to move around the house. Then eventually their dog walks in and gets spooked by something. Ja, da war wahrscheinlich der Ofen und der Hund hat sich in der Ofenklappe gespiegelt. Und deswegen hat er sich erschrocken, weil er dachte, shit, das ist ein anderer Hund, wo kommt der denn her? Das wird's gewesen sein, weil er guckt ja auch auf die Ofenklappe drauf. Achtet mal drauf. Walks in and gets spooked by something. Geht erst rein, guckt runter, guckt wieder hoch und dann, oh shit, da ist er wer. Sich selbst. Im Glas des Ofens. Der The second Ofentür. video shows some more strange
Update on my doll, Charlotte, that my wife wants me to get rid of. More videos. Strange activity. When the homeowner puts the antique doll next to his daughter's Cabbage Patch doll, it begins to move around. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch doll. The OP shows that there's no batteries and that he's actually cut the power cord inside of the doll. Yet it continues to move. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? In a follow-up video, one commenter suspected that something suspicious might be happening and said that you also need to take out the batteries in the feet of the doll as well. Here he proves that they too have been taken out, yet the doll keeps moving. So, könnte er jetzt die Puppe da nochmal komplett auseinanderklappen, dass man das komplette Innere sieht? Sowas kann man natürlich auch irgendwie umbauen, ne? Wenn man ein bisschen geschickt drauf ist. Kann man solche Batterien auch nach innen verlegen. Und die hatte ja scheinbar noch, wie man gehört hat, ordentliches Gewicht. Doll keeps moving. Wanting to know more, the OP decided to investigate the doll's history. The antiques. Nein. Kommt wieder irgendeine Scheiße. Ich sehe es schon. Ich spüre es schon im Urin. Dass wieder irgendeine gequillte Kacke dabei rauskommt. Store where he originally bought the doll said it's possible it once belonged to Charlotte, Princess of Wales. Princess of Wales? Was macht denn eine Puppe in einem Antiquitätengeschäft von der Prinzessin von Wales? Die würden doch jeden Popel von der konservieren und ausstellen. Warum gerade nicht die Puppe? Ach ja, weil sie bestimmt verflucht ist. Und die Leute sagen, weg damit, ist scheißegal, wer das kauft, Hauptsache wir nicht. Charlotte Augusta of Wales was born in 1796 to parents George, Prince of Wales, and Caroline of Brunswick. She was married to Prince Leopold of Saxe-Coburg-Saalfeld in Kacke, mein Kaffee ist alle, jetzt wird's hart. 1816. Sadly, she died on the 6th of November 1817 after giving birth to her stillborn son. It was with great sadness that the nation learned of the death of Princess Charlotte Augusta of Wales. The young princess had only been married for a year and a half, and her death came as a great shock to the royal family and the British people. To this day, her exact cause of death remains a mystery. Ja, die viele Tode von damals. War halt noch nicht so modern alles, ne, mit der Medizin. War noch nicht so weit fortgeschritten. Und es kam schon des Öfteren früher vor, in den damaligen Jahrhunderten, dass Frauen bei Geburten an Blutverlust gestorben sind. An anderen Sachen. Das war nicht die Schuld der fucking Puppe. Außerdem sah die Puppe recht neu aus mit diesem schwarzen Lippenstift und den schwarzen Fingernägeln, den Nagellack, den schwarzen. Ich weiß halt nicht, ob das da in dem damaligen Jahrhundert alles so in war, mit schwarzem Lippenstift und schwarzem Nagellack. Through a modern medical lens, it's possible she suffered from a number of complications, such as pulmonary embolism, postpartum hemorrhage, or a rare blood disorder known as porphyria. Was auch immer das gerade alles bedeutet, das kann natürlich sein. Either way, her death was sudden and shrouded in mystery. Natürlich. Ja, guckt euch diese Puppe doch mal an. Sieht die aus, als wäre die im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert irgendwie verkauft worden? Mit einem schwarzen Lippenstift? Schwarzem Nagellack an den Fingern? Oh nein, ich sehe schon wieder die Necrophonik-App. Leute, ich habe neulich ein Video gesehen über diese komischen Apps. Kein Scheiß. Vielleicht versuche ich das mal bei der Gelegenheit noch mal rauszusuchen. Diese Apps sind kompletter Bullshit. Der Typ hat gezeigt, dass man in diese Apps Wörter einprogrammieren kann.
die dann zufällig ausgewählt werden. Du kannst zum Beispiel, was weiß ich, reingeben, Child, Doll, Died, Alone. Und dann legst du das hin und du fragst die App irgendwas. Die App ist mit dem Mikro verbunden und nimmt irgendwas auf. Oh, da wurde gesprochen. Und dann spulst zufällig eins von diesen einprogrammierten Wörtern ab. Was natürlich sehr viel Sinn macht, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, wenn manche Leute sowas benutzen, bestimmte Fragen stellen und als Antwort nur Bullshit kommt, der nicht passt. Ja? Das ist halt das Risiko von so einer App. Aber darüber reden dann die Geisterjäger ja nicht. Sondern die reagieren dann immer nur dann darauf, wenn irgendwas passt. Wenn davor 5-mal irgendeine Scheiße erzählt wurde, wie Ketchup, Senf, Mayo, auf die Frage, wie alt bist du, kommt Ketchup, Senf, Mayo und dann kommt 12. Und die, oh, sie hat 12 gesagt, oh. Diese Apps sind kompletter Bullshit. Und ich habe noch so einige andere Scheiße gesehen, wo Leute diese komischen Werkzeuge hops genommen haben. Verschiedene Geisterjäger-Werkzeuge, wie diese REM-Pods, die man mit Funkgeräten blinken lassen kann. Und tralala. Ja, also wirklich. Ich versuche das Video mal zu finden, das mit dem REM-Pod oder mit dieser Necrophonik-App. Ich glaube, da war es eine andere, aber die sind ja alle gleich aufgebaut. Weiter. On by this tragic snippet of history. So last night I waited until my wife went to bed and tried to communicate with her. Ich bin ja mal gespannt, was sie sagt. Doll, Child, Died, irgendwas, was passt, oder vielleicht sogar nur etwas, was passt, weil er die vorher ja alle reinprogrammiert hat, in einer bestimmten Reihenfolge. Bin ich ja mal gespannt. The uploader decided to conduct a seance to see if he might be able to contact any spirits that might be attached to the doll. Yo. Take a look at what he captured. Can't go back. Here. I'm in that. Ah. Even the torch on the desk begins to flicker. Ja, das ist bestimmt so eine komische Taschenlampe, die man so zusammenschraubt, bis sie den bestimmten Kontakt erreicht hat, ja. Wenn man sie dann fest dazu dreht, leuchtet die ganze Zeit. Das sind solche billigen Taschenlampen, die man auch manchmal einen Schlüsselanhänger nehmen kann. Wenn man die jetzt natürlich nicht komplett zudreht und gerade mal so der Kontakt gegeben ist, dann können die natürlich anfangen zu flickern. Habe ich denn eher Katzenhaare am Finger? Wo kommen die denn In a her? follow-up video, the OP says he took the doll on vacation with them, much to his wife's dismay. Warum nimmt man eine Puppe mit in die Ferien, in den Urlaub? Natürlich, klar. Hat sich gedacht, scheiße, wie mache ich jetzt Content, wenn ich im Urlaub bin? Die Kohle muss ja weiter fließen, die Klicks müssen ja weiter wachsen. Was mache ich denn jetzt? Nehmen Sie mit in den Urlaub. Ha! Scheißegal, was meine Frau sagt. Die kauft sich ja von der ganzen Kohle tolle Sachen, die ich hier mit den Klicks mache. While in the hotel, they set up a camera to film the doll while they were out. Jetzt fliegen die Taschentücher weg. 100%ig fliegen jetzt die Taschentücher weg. Entweder einzeln oder die ganze Box. Weil es ist schon mal so krass, wer stellt eine Box Taschentücher vor den Fernseher? Nur mal so. Ist schon ziemlich komisch. Und die Kamera ist fast mittig auf die bescheuerten Taschentücher ausgerichtet und nicht auf die Puppe. Wollte ich nur mal so anmerken. Out for the day. Take a look at what the camera captured. Yes! Das sind die fucking Taschentücher. Ja. Noch eins? Tissues begin to lag leider keins mehr oben drauf. Scheiße, konnte dann nur 2 wegziehen. Da mal ein paar mehr hinlegen sollen. flick out of the box, seemingly all on their own. Ja, es sah überhaupt nicht an der Schnur gezogen aus. So could this doll really be haunted? As Nein. of writing this is the last video that's been uploaded to the account. This is definitely an ongoing story and one we'll keep a close eye on. Die Frau hat ihn nach dem Urlaub verlassen und hat die Schnauze voll, dass er sie mehr Zeit mit den Püppchen verbringt. Hat er sich gesagt, ja okay, dann mache ich jetzt auch keine Videos mehr. Kein Bock mehr. As always, I'll put links to the channel in the description box below. It's well worth watching all the videos in their entirety. Check them out down Wie lange haben wir below. jetzt eigentlich? Schon eine Stunde, holy shit. Ja, liegst im Bett.
Ja, but I heard my butt hurts. Wegen den Videos. So sehe ich das mal. I'm ill. Ah, okay. Sometimes we don't even realize something's off or scary about a picture until much later on after giving it another look. That's exactly what happened to Reddit user Sketchnote Sky when her sister sent her an old picture with something unrecognizable and terrifying in the background. A young girl sits at a table in the picture putting some food in. Okay, es wurde ja mit Blitz aufgenommen, ja? Dann wird das hier der Schatten des Kopfes des Mädchens sein. Und hier wird eventuell irgendwas auf einem Regal stehen. Wie eine Vase oder sonst irgendwie was. Das ist jetzt das, was ich sofort bei dem Bild erklären kann. Für mich. Was sich für mich logisch erklärt. Weil es ist mit fucking Blitz aufgenommen und es wirft einen fucking Schatten hier hinten hin. Weil es auch sehr gut mit der Kopfbreite übereinpasst. Und natürlich ist ja was Weißes, weil das halt mehr Licht ist, vom Fotoblitz reflektiert. Alle anderen dunkleren Sachen reflektieren natürlich nicht so viel Licht, wie zum Beispiel dieses Weiße hier. Deswegen hatte ich hier irgendwas Helleres stehen. Beige, hellbraun, irgendwie sowas, was auch ein bisschen mehr Licht reflektiert als der Rest. Und der Raum wirkt auch dunkler, weil sie halt mit Blitz aufgenommen hat. Das liegt an diesen alten Kameras. Das war damals so. Wenn man irgendwie was davor hält, der Hand sehr nah und du machst mit Blitzlicht, ist alles drumherum dunkler, als es eigentlich war. Naja, mal gucken, was die daraus jetzt wieder für einen Schwachsinn machen. In her mouth and looking into the camera. Behind her sits the kitchen, dark with no lights on. Right above and behind the girl, viewers can make out a strange black mass. Warum sollte dort in der Küche kein Licht an sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sitzt man vor einem Essbereich und lässt alles andere dunkel? Es wirkt nur dunkel, weil sie mit einer alten Kamera und mit Blitz fotografiert hat. Deswegen wirkt die Umgebung dunkler. The head of the body is particularly frightening, as viewers can see a white, misshapen face with holes where the eyes should be. The general consensus of the figure in this picture is that it's simply a mix of different pots and pans bunched together. Ja. Giving the effect of an eerie figure. Ja. Others suggested a balloon, a cookie Pareidolie, wie wir wissen. jar, a clock, and even a cat. Zum Beispiel könnte auch eine Katze sein. Oh nee. Jetzt kommt mir nicht mit Jason Voorhees, Mann. Still, others were reminded of certain movie characters such as Jason from Friday the 13th, or even the Scream mask. Could this simply be a case of objects caught strangely in the background? Yeah. Or could this be a sinister entity making a surprise appearance? Nein. Nächster Clip. Danke. Kommt auch was Gutes? For centuries. Oh, jetzt kommt China. Oder Japan. Eins von beiden. Asien. Holy fuck. Die sind immer richtig krank. Ich wette jetzt mal mit einer Frau, lange schwarze Haare, weißes Gewand. There's been sightings of the paranormal Creepy face seen in abandoned building. around Japan. With such a long history and rich culture when it comes to spirits and ghosts, it's perhaps no surprise that there are many videos on YouTube that claim to show scary things occurring in the country. In this video, an individual is exploring an abandoned building somewhere in Japan. Warum legt denn der so einen scheiß Filter über sein Video? Viewers can see a derelict building in disrepair. Also mit Sicherheit ein Farbfilter drüber, dass das so beschissen aussieht, oder? Ja, es soll ja bestimmt gruselig wirken. During one part of the video, the camera operator pans downwards, where viewers can see a square hole in one of the building's walls. Take a look. Es sah schon überhaupt nicht eingefügt aus im Nachhinein. Initially, there seems to be a small ball of light that appears.
But if you replay the footage in slow motion, something sinister Guckt euch das doch an, das ist doch im Nachhinein eingefügt. becomes apparent. Oh nein, da wird er beobachtet. In the dark, you can just make out two bright orange eyes peeking out from the hole. Oh nein. Replayed once again at an even slower speed and with the image brightened a little, viewers can now see a grey face belonging to the eyes, staring at the camera operator. The figure's facial shape resembles that of a man, but the greyish skin and ghoulish eyes seem to take on the shape of something out of this world. Ganz schön bescheuert, wenn man sich im Dunkeln versteckt, aber glühende Augen hat. Das ist immer ein bisschen kacke, ne? Ja, muss man schon mal sagen, so. Could it be that an evil spirit has taken refuge in this abandoned building and Natürlich. is not happy with an unwelcomed visitor? Ja, klar. Noch was? Oh. It's fascinating just how many terrifying things Poltergeist-Aktivität. security cameras can capture in the most unexpected of moments. These Sag her. cameras are almost always installed to prevent burglary or uninvited visitors, but in some instances, such as the following video posted to TikTok by a user named Paradolia Paranormal, they're useful for recording possible paranormal events. Alter, haben die Windows XP oder was? Das ist doch der Windows XP Bildschirmschoner, oder? Von 2007? Könnte hinkommen. Nee, 2013. Unwichtig. Das ist doch Windows XP, aber das war doch 2013 schon längst vorbei, oder? Ach, was rede ich über Betriebssysteme? Weiter. The video in question shows a couple of people sitting around in an office. Guck mal, der hat den gleichen Tick wie ich, das muss ich auch mal machen, deswegen vibriert mein scheiß Mikrofon manchmal hier, weil ich hier halt auch sitze und mit den Beinen immer so mache. Dann wackelt das manchmal ein bisschen. Gut, sieht man gar nicht so heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weiter! Things appear to be relatively normal, but while they're sitting there, something strange happens in the background. Have a look. En medio de una reunión. Oh, das Glas hat sich bewegt. Schätze ich mal, weil da drunter ein bisschen Wasser war. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Da hatte ich unterm Glas, was auch recht gleichförmig war, also nicht oben breiter wird, sondern einfach, ne, und auch nicht lang, sondern recht kurz. Da hat sich Wasser drunter gesammelt, weil das halt kalt war, das Getränk, und da ist halt kondensiertes Wasser an den Seiten runtergelaufen und ist unter das Glas gelaufen. Und da bin ich aufgestanden, wollte wohin gehen, und dann hat sich das Glas tatsächlich ein Stück bewegt auf dem Tisch, von alleine. Lag aber daran, dass Flüssigkeit unter dem Glas war. Dadurch ist es ein bisschen gerutscht durch die Vibration, die ich ausgelöst habe beim Laufen. Watching that again, a glass on the table in the far corner of the room seems to move all by itself. Ja, das wird sowas gewesen sein. Sea empujado 2 veces. ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal o sencillamente de algo lógico? The movement catches the attention of one of the women in the room, who walks over to take a look. En medio de una reunión, un objeto. Some viewers thought perhaps the glass moved due to condensation on the table. However, others are not so sure. Ja, andere sind natürlich wieder nicht so sicher, weil sie alles Mögliche drin sehen. Dämon und was weiß ich, den Teufel höchstpersönlich. Der kurz mal Durst hatte. Ist ja auch warm in der Hölle. Da kann man auch mal was trinken. Believing this to be the work of a mischievous poltergeist, a type of spirit that's said to be able to manipulate objects in the physical world. Irgendwo in einer beschissenen Firma, natürlich. So is this just a case of simple condensation or something more mysterious? Take a look at the footage again. Könnte ja sein, dass alleine durch sein Rumgezappel mit den Beinen so viel Vibrationen erzeugt werden, weil es vielleicht ein Holzboden ist, der mit PVC oder sowas, keine Ahnung, dass da das Glas ein bisschen verrutscht. Decide for yourself. Okay, nächster Clip. In this video, Reddit user Brick Whimsy seems to have captured something. Spirit in an abandoned hospital.
verlassenen Krankenhaus. Eerie on camera. The camera holder walks through an unknown and seemingly abandoned hospital. As they film the dark and empty hallways, something unnerving happens. Take a look. As you can see, a curtain begins to draw all on its own. Geht er jetzt auch auf die andere Seite des Vorhangs, um zu zeigen, dass da niemand hintersteht? Clearly frightened, the uploader moves towards the corner in an attempt to check for any person or presence responsible for pulling back the curtain. Okay. After making certain that there's no aber das Fenster ist auf. Natürlich noch irgendwie was mit dem offenen Fenster machen. one there, the uploader immediately makes a run for it, ending the video then and there. While it's easy to see why the uploader would have been so freaked out, both the uploader and viewer are left questioning just what it was that moved the curtain. Warte mal, war da Licht an? Ich denke, das ist ein verlassenes Krankenhaus. Hat das noch Stromanschluss? Funktioniert da noch der Stromanschluss? Why the uploader would have been so freaked out, both the uploader and viewer are left questioning just what it was that moved the curtain. Bisschen komisch, aber okay. Dann frage ich mich, warum man nicht gleich überall Licht anmacht, der Fatzke. The video has prompted much discussion on Reddit, with most comments agreeing that the video is beyond creepy. Naja. Sadly, the OP hasn't given an update or told anyone where it was filmed, so for now, this clip will have to remain a mystery. Visiting locations rich in history, especially going back to prehistoric times. Oh nein, nicht Unsettling Face. Das ist doch dann wieder direkt Pareidolie, Mann. This is a thrill for many. The number of exciting events or happenings that may have occurred in these areas make for plenty of interesting stories and memories. At the same time, ancient places have the potential to showcase things or figures that aren't expected, such as with Reddit user Motorbiker 1985's photo taken in a ruin in Scotland. The black and white photograph shows a ruin with an open window frame. In the middle of the window, we can immediately see what appears to be a normal human face. Though, ja, kann da nicht einfach einer drinne stehen und aus dem Fenster gucken, der gerade gewaped hat? Oder ist es halt tatsächlich wieder Pareidolie und ich will da drin ein Gesicht sehen, weil mein Gehirn sagt, da, Gesicht. Dabei ist es halt einfach nur fucking Nebel. Qualm, Rauch, was auch immer. Dampf. upon closer inspection, oder halt ein scheiß Muster an der Wand. We can see that the figure's skin seems slightly transparent, and a mist appears to surround him or her. Viewers can also see that the figure is not connected to a body. Stimmt doch gar nicht. Hier ist doch der Body. Ich meine, ist das ja auch heller. Dann ist hier der Körper. Junge, wenn sie irgendwas nicht sehen wollen, sehen sie es nicht. Und wenn sie irgendwas sehen wollen, sehen sie es. Wie sind die denn drauf? Reddit user Motorbiker 1985 snapped this picture near a prehistoric burial ground, a common ein Burial Ground. Ne? hotspot for ghosts, spirits, or otherworldly entities. Natürlich. He remains positive that this picture is not a case of double exposure, as the clarity of the face is quite sharp. Ja, dann kann man es auch mit einem zweiten Layer da einfügen, ne? Nur mal so. Some other Reddit. Er macht 2 Fotos. Er stellt sein Fotoapparat auf so ein Stativ, macht ein Foto davon, während dann auch keiner steht. Dann lässt er einen dahin, sich hinstellen und er macht ein zweites Foto. Dann geht er in eine Fotobearbeitungssoftware, layert die beiden Bilder aufeinander und das mit der Person wird einfach über das Originalfoto drüber gelegt und ein bisschen ausgefadet. Schon hat man ein Ghostface in dem Fenster. Reddit users brought up the possibility of it simply being another person.
Still, others pointed out that this isn't possible as there's no body to match the face. Doch, da ist ein Scheißkörper. So, could this be a complicated trick from the camera, or could this entity be someone visiting from beyond the grave? Es ist nicht complicated, es ist recht einfach zu machen. Back in 2009, Wo sind wir eigentlich? Ja, fast durch. Wie lange noch? Employees of a Dollar General store in the United States began to suspect that something might be haunting their shop. Yep. One morning, the manager opened the store and discovered that a crate of soda had been flipped over and liquid had been spilled everywhere. Kann passieren, dass Flaschen explodieren. Confused, the manager checked the in-store CCTV security cameras to see what had happened. What he saw was truly bizarre. Take a look. Okay. Oh my gosh. See it? Eine Flasche explodiert. In the clip, you can see that the crate flips up into the air. Just in front of the stack of drinks, there appears to be a white shape. Das ist einfach nur die Flüssigkeit, die aus der Flasche rausfliegt. Es ist keine Figur oder ein Geist, es ist einfach die scheiß Flüssigkeit. It seems to appear out of nowhere, right as the crate flies up into the air. Ja, Flüssigkeit war ja auch vorher in der Flasche, deswegen erscheint sie aus dem Nichts, weil sie aus der Flasche rausschießt. Da hier, diese Flasche geht hoch, diese hier. Macht nach oben, pff, die Flüssigkeit kommt raus, das Ding fliegt weg. Und ihr seht sogar die Flüssigkeit, die sich auf dem Boden verteilt, diese hier. Das ist die scheiß Flüssigkeit. Das ist kein Geist. The manager isn't sure exactly what this is, but it's definitely weird. While es ist nicht weird, es passiert. A lot of people said it looks like a ghost flips the crate over. There might be a more down-to-earth explanation here. Ja. One keen-eyed viewer said it's possible that it's all a trick of perspective. If you slow it down, it looks like one of the bottles of soda explodes, causing the crate to flip up and over, and that the alleged strange white figure is actually the liquid exploding from the bottle. Ach was. Ja. But what do you think? Exploding soda or an angry ghost? Exploding soda. Nächster Clip bitte. Drop your opinions on this one down below. See it? The Menga Hotel in San Antonio, Texas has a long and bloody Haunted Hotel. Machen sie wieder hier irgendwie Quatsch, damit da mehr Leute reinkommen oder was? Geisterjäger? Die dann schön ein Zimmer buchen und dann haben sie wieder Einnahmen, weil es sonst nicht läuft. history, and it's often referred to as one of the most haunted hotels in the United States. Junge, jeder Platz, jeder Parkingplatz, wo es spukt, in den USA ist the most haunted place. Kann das angehen? Entscheidet euch doch mal, welcher Platz most haunted ist. Und sagt nicht bei allen, ja, ist most haunted. The area is notorious for ghost sightings, harking back to its heritage as a military compound and political prison. Disembodied battle cries are often reported by tourists visiting the area. Ja, oder es ist einem einfach was auf den Fuß gefallen im Zimmer und der schreit einfach Battle Cry. Soldiers in 19th century attire have been spotted, only to disappear moments later. Even visions of monks in robes have been haunting this blood-soaked property for years. The Menga Hotel is famous for being the place where Theodore Roosevelt recruited men to fight for him in the Spanish-American War. Hotel staff have reported all sorts of strange paranormal happenings. Ja, aber ich glaube, keiner der Soldaten wurde in dem Hotel erschossen, oder? Die sind doch dann an die Front gegangen. Warum sollten die dann im Hotel spuken und nicht auf dem Schlachtfeld? Mal spuken sie auf dem Schlachtfeld, wo sie gekämpft haben und gestorben sind. Dann sind sie aber wiederum im Hotel, wo sie rekrutiert wurden. Ey, die labern sich immer eine Scheiße zusammen. Und das ist übrigens hier unten, sehe ich gerade, richtig schön eingefügte Frau, die scheinbar schwebt.
such as objects Können Sie Scheiß doch nicht mal richtig vernünftig einfügen, dass es realistisch aussieht. inexplicably flying across the room. Others also claim to have seen the Das hat er jetzt gar nicht gesehen, ne? Kann das sein? sight for him in the Spanish-American War. Hotel Tatsache, wartet mal. Da. Hier. Guckt euch an, wie beschissen das eingefügt wurde. Ja, okay. Ich sag nix. Bin cool. Da bin ich wieder. Hey. staff have reported all sorts of strange paranormal happenings, such as objects inexplicably flying across the room. Others also claim to have seen the spirit of Sieht aber nice da aus. Holy shit, da würde ich gerne mal ein Steak verputzen oder so. Das hat sehr schönes Ambiente. Roosevelt himself sitting at the bar after hours. One of our viewers, Chewy Lazoya, recently participated in one of the hotel's notorious ghost tours. Oh, for fuck's sake! Well, Ghost Tours? Da haben wir es doch wieder. Da haben wir es doch. Da haben wir doch den Beweis, dass es fucking Bullshit ist. Ghost Tours. Wenn die jetzt noch einen Tourguide haben, der sagt, oh, hier spukt's, da spukt's, hier wurde wer erschossen, da hat sich wer hingehängt, da ist wer ertrunken, da hat wer Tabletten genommen, da ist wer an Durchfall gestorben. Da habt das. Und die ganzen Idioten rennen da auch noch hin. Geben Geld aus. Für eine Geistertour. Naja, wenigstens haben Geister nach dem Ableben auch noch eine vernünftige Beschäftigung. So kann man es auch sehen. while walking around, soaking in the history, the tour guide said to take a lot of photos, just in case something paranormal might happen. And so Lazoya did, but didn't think much of it. That was until they got home and reviewed the pictures. Here's the photo that freaked them out. At first, nothing seems too out of place. But take a look at the mirror on the right-hand side of the photo. There appears to be a dark figure in the reflection. The figure is shadow-like with a grey skeletal face. Könnte das nicht diese Person sein? Immerhin scheint die ja auch irgendwie eine Brille mit einem schwarzen Gestell zu haben. Mein ja nur. Es wirkt halt. Was rede ich überhaupt noch? Naturally, this image freaked a lot of viewers out on our Facebook group. However, a lot of comments were confused by the reflection itself. It looks distorted and seems to be reflecting another mirror on an angle that seems impossible. This strange detail led many to think that the photo had been photoshopped. Zum Beispiel. Weil immerhin ist ja hier ein komplett anderer Spiegel. Ja? Kann natürlich sein, dass man es einfach hier rein photoshoppt hat. Ist ja auch ein bisschen verschwommener alles hier als der Rest der Tapete. Bisschen verschwommener aus, tralala. Kann natürlich auch an dem Spiegel liegen, weil er nicht so hochglanzpoliert ist oder so. Oder ein sehr alter Spiegel ist. Aber da es ein Hotel ist, gehe ich mal nicht davon aus, dass sie hier irgendwie so Scheiße rumstehen haben. This also raised our own suspicions, so we ran some filters over the image to see what's going on. Here you can see a noise analysis filter. In most cases, this filter can detect when an image has been manipulated in Photoshop. As you can see, it doesn't show any signs of being altered in any way. We then applied a luminance gradient filter which shows how light sources interact with the image. Here we can see that there is indeed something in the mirror. However, the figure is indented as though the light isn't interacting properly. Also kann es sein, dass die Figur zum Beispiel eingefügt wurde. This doesn't mean it's photoshopped. Ach nee, überhaupt nicht.
Means that whatever's reflected in the mirror seems to be devoid of light altogether. Eerily, this isn't the only ghost photo we've been sent from the Manga Hotel. A few years ago, a fan of ours known as Johnny sent this picture in claiming he'd captured the spirit of an old monk. If you look in the top left-hand corner of the image, you can see a black entity that appears to be wearing a robe. Also, dann geht da eine alte Oma beschwerlich die Treppen hoch. Irgend so ein Honk macht ein Foto von seiner Tochter, sieht die alte Oma da, Treppen beschwerlich besteigen. Für sie ist es wieder Mount Everest. Und er sagt einfach, es ist ein fucking Geistermönch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ohne Witz. The figure is hunched, yet partially see-through and almost looks like it's hovering. Wo ist der denn durchsichtig? Ich sehe noch nicht mal die scheiß Treppenkanten hier durch. Oder irgendwas vom Fensterrahmen hier. Er ist nicht durchsichtig. So then, is the Manga Hotel really haunted? Nein, aber die ziehen euch gerne Geld aus der Tasche und verarschen euch und sagen, es spukt. Und ihr geht halt hin. Und gebt Geld aus. Given its bloody history, the haunting reports from staff and patrons, and now these strange images, it certainly does make you wonder whether this old hotel really is harboring something paranormal. Nein. Perhaps the spirits of those who died here long ago. This next one comes from the Instagram account Strange Activities. Oh, neues UFO Sighting. The footage was captured by a camera mounted on a boat in the Baltic Sea. Take a look at what's been captured. As you can see, a strange black object speeds. Es hinterlässt keinen Schatten auf dem Segel. From left to right. Here it is zoomed in and slowed down. Guckt euch das an. Es hinterlässt keinen fucking Schatten. So ein fettes Objekt würde einen Schatten auf dem Segel hinterlassen. Tut es aber It nicht. looks like it has two prongs and appears to be somewhat transparent. Vielleicht hier so ein Haarglätter. Sieht zumindest so aus wie so ein... Whatever it is, it seems to just disappear into the densely forested coastline. Scheiße. Some commenters have noted that the object just doesn't quite look right, suggesting that the footage has been edited with CGI. Ja, natürlich. But others are saying this could be an experimental military craft or Ihr seid ganz schön experimental. even be alien in nature. Of course. As with most UFO sightings, the footage quality is poor, so Ja, komisch, ne? it's difficult to make any strong conclusions as to what this might be. Ja. Again, I'll throw this one out to you, the viewers. What do you think's been captured here? Ein Glätteisen. Share your theories down below. Next. Some spooky security footage captured at a discount supermarket in the United States has left viewers asking the question, are ghosts real? In mid-September 2022, CCTV footage at a Dollar General store in Humansville, Hatten wir den nicht eben schon mal? Mit der explodierenden Flasche? Das war da auch Dollar General, oder nicht? Missouri, captured a strange apparition in one of the offices. The footage was uploaded to YouTube by the Humansville Paranormal Society. Humansville Paranormal Society. Das sagt schon wieder everything. Take a look. Was haben wir denn? Oh, come on! Oh, Qualm.
At around 2 a.m., the mist-like shape moves Oder ist es was vor der Kameralinse? From left to right in the back office of the store. It appears, then disappears, leaving no trace whatsoever. Oh Gott. Nein. Ja, ich glaube, es wird was vor der Kameralinse gewesen sein. The OP's wife, Katrina, used to work at the store. She claims she used to hear all kinds of eerie sounds, including the freezer doors banging closed when there was no one else around. Humansville has a long history, and the site where this Dollar General store now sits used to be an old water tower, the base of which is still present on the property. The town is small, with a population of just over 1,000 people. Oh, cool. Da hat man bestimmt ein entspanntes Leben. Schön ruhig. Abgelegen. Jeder kennt jeden. Fantastisch. Nicht so wie diese Großstädte. Ich hasse Großstädte. For years, residents have been reporting strange sightings and eerie experiences in Deswegen lebe ich auch in einer sehr kleinen Stadt. Und da bin ich sehr froh drüber. Humansville. One of the most reportedly haunted areas is up at the old Elliott Farm, not far from Simrel Cemetery, about 9 miles west of downtown Humansville. Some locals say that the property is not only haunted, but that it permeates evil. Oh nein! Das Böse ist dort. Das fucking Böse! Warum? Weil die ganze Stadt auf einem Indianerfriedhof gebaut wurde? An urban legend says that the former owner of the farm was a cruel and wicked man who would torture animals. One night after getting in. Warum spuken da nicht Tiere? Warum spukt er da? To an argument with his brother, he burnt down their barn, which was full of horses, just to teach him a lesson. Months later, the farm Es waren halt noch andere Zeiten damals. owner went missing. His family and local townsfolk led a search party, but there was no sign of him anywhere. Immerhin haben damals, so zu Zeiten von meiner Oma, die wurden halt von Lehrern noch verprügelt in der Schule, wenn sie Mist gebaut haben oder nicht aufgepasst haben oder Dreck unter den Fingernägeln hatten. Dann wurde denen halt mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Waren halt noch andere Zeiten. Finally, after days of exhaustive searches, they discovered both he and his horse lying dead in a field. Heutzutage darfst du die Kinder gar nicht mehr böse angucken. Dann kriegen die schon Traumata. Miles from the farm. No one knows what happened or what he was doing in such a rural part of the neighboring farm. Okay, kriegen wir jetzt hier nur eine Geschichte aufgetischt oder kommen ja auch noch mal ein paar Clips? Ach nee, das war ja der Clip da im General Store, ne? Dollar Store, oder? Ja, auch gut. Dann war der Clip schon. Some say a curse or evil presence played a hand in his death. Ja. Und diese Evil Presence hat sich gedacht, ich gehe mal in den $1-Laden. Could Humansville really be haunted? If this CCTV footage is anything to go by, then perhaps the urban legends are true, and a deep paranormal energy really is clinging to this old town. Nächster Clip bitte. Danke. Hallo? Nächster Clip. With the region stemming back hundreds of thousands Italy's most haunted castle. of years and many civilizations, it's no wonder that Italy is filled with supposedly haunted areas. Some of the most haunted places are castles that were initially constructed hundreds of years ago, including the infamous castle of Monclieri. Reddit user Makis Fatchum shared one eerie picture taken in the castle by a Carabinieri officer that has many internet users both puzzled and creeped out. In the picture, viewers see what looks like a long hallway leading to a room in the back, with one woman walking towards the end of the hall. Oh. To the left of the door of the room at the end stands a mysterious figure that appears to be wearing grey clothing, has a white face, and is looking dead on at the camera. Was die alles in so einem Scheißbild erkennen. Da wird halt einfach irgendein Möbelstück stehen. Wo wir uns dann wieder denken, oh, es sieht aus wie jemand, der da steht. Der hat graue Klamotten an, grau, und guckt direkt in die Kamera. Obwohl ich noch nicht mal fucking Augen erkennen kann.
The first structure of what eventually would turn into Monclieri Castle was built in the year 1100. It wasn't until the 1500s that the structure was turned into a castle, where it went on to see plenty of royal and historical figures. As the castle's history extends so far back, many who see the picture don't doubt that this figure could be a ghost or spirit who continues to live on in the castle to this very day. Jo, natürlich. Macht Sinn. Love to get your thoughts on this mysterious figure in the comments section below. Bullshit. Next. Wie viel kommen denn da noch? 1, 2. Vielleicht 2 Clips noch. Und dann kommt das Outro. This next freaky little clip was uploaded to YouTube. The Shadow Man. By Carrie E. In February 2021. Carrie E. Sports. The uploader's home security system Schon wieder diese Kamera? Captured an anomaly moving through their living room. Take a look at what the camera saw. It didn't even pick up that motion. The camera, which turns on when motion is Sieht so aus, als wenn der Geist doch vorher in Position geht. Muss mal drauf achten. Camera, which turns on when motion is detected, catches a strange black shadow erstmal in Position gehen. Und jetzt laufe ich los. Ganz, ganz schnell. Once the figure leaves the side of the camera, the system changes from night vision to full color, as though it's trying to capture the object properly. It didn't even pick up that motion. Vielleicht hat es auch jetzt auf Farbe gestellt. Oder das wurde nachher auf Farbe gestellt, damit man nicht direkt sieht, dass es eine Person ist, die da einfach langläuft. The homeowner has no idea what this thing is, but asked whether it could be a shadow person. When it comes to the paranormal, one of the most popular topics are shadow people. But what are they exactly? Schattenleute, vielleicht? Shadow people have often been described as dark human-like figures that are often seen in fleeting moments out the corner of our eyes. Ja, zum Beispiel mir folgt eine Schattenperson schon mein ganzes Leben lang. Egal wo ich bin, drinnen, draußen, entweder ist er hinter mir, vor mir oder neben mir. Aber er ist immer auf dem Boden oder an der Wand. Das ist total merkwürdig. Aber ich habe halt gelernt, damit zu leben. Dass er halt immer da ist. Er hat bis jetzt auch noch nichts gemacht. Er macht mich immer nur nach. Gut, soll er machen, wenn er Spaß dran hat. Aber solange er mir nichts tut, ne? Some say they're ghosts or spirits, while others believe they're extraterrestrial beings or even entities from other dimensions. There is no definitive answer, but that aus der Anderswelt doesn't stop people from wondering. There have been many reports of shadow people over the years, with some even claiming they've seen them multiple times. One thing that is consistent in these accounts is that the shadow people are always dark and lack any facial features. Ja, ist vielleicht auch der Grund, warum sie Schattenleute genannt werden. Dass sie deswegen meist dunkel sind, weil Schatten. This has led many to believe that they might actually just be shadows or perhaps hallucinations caused by a lack of sleep, but there's no Zum Bleistift. scientific explanation for why they've been seen by so many people and why the accounts are all so similar. So could this be video evidence that shadow people really do exist? Na, guck mal, das ist von 2021. Und die Kameraqualität ist von 1897. Or is there another way to explain this strange sighting? Share your theories with one another in the comments down below. It didn't even pick up that motion. Children are a source of joy for many around the world, with their laughter and play infectious to those around them. But what about when the joy is replaced by fear? Reddit user Uncle Hobbs provided a picture that may show the latter. The picture shows a young boy whose face has been blurred out, looking at the camera. Right above him is a bone-chilling, translucent, yellowish presence, with 2 eyes, a nose and a mouth, looking at the camera.
Könnte Qualm vom Vater sein. Many photography enthusiasts chimed in, believing that this photo is simply a case of double exposure or motion blur caused by the camera. Leute, ich muss ganz kurz weg. Ich glaube, es hat gerade geklingelt. Ich gehe mal schnell nachgucken, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder. War nur der Postbote, der hat kurz geklingelt. Der Nachbar war nicht da. Habe ich schnell das Paket angenommen. Im Flur deponiert. Jetzt kriegt er sein Paket. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei dem Qualm. Still, other commenters state that the figure looks like an entity that has attached itself onto the young child. Either way, the presence of the additional figure is certainly not something to be joyous about. Es kann natürlich wieder dieser Pareidolie-Effekt sein, ne? Dass wir jetzt in dem Qualm da oben ein Gesicht sehen, mit Ohren. Oder mit einem Ohr. Nase. Oder es ist halt wieder was Gelayertes. Ein Foto, wo man halt ein anderes Foto drauf gelayert und ausgefadet hat. Kann alles Mögliche sein. Oder ein Bildfehler. Kann auch sein. Was es aber bestimmt nicht ist, ist ein Geist. Zumindest hat er das Gesicht des Kindes geblurrt. Das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Our last entry comes from one of our viewers, Chris Piers. He submitted a rather eerie image to our Facebook group, which creeped a lot of viewers out. Verarsche wieder. Da steht wer. The photo was captured by Piers' girlfriend's pet cam. On the right, you can see a rather concerned-looking dog. On the left, you can see a dark, shadowy figure lurking in the doorway. Ey, wenn ich ein Hund wäre und mein Herrchen sich da in den dunklen Flur stellt mit dunklen Klamotten an, dann würde ich auch so gucken wie der Hund. Auch so. What the fuck are you doing? Streichel mich, gib mir Futter, aber mach nicht das. If you brighten the image up, you can see that the figure's arm looks to be transparent. Nein? Tut er nicht? Okay. We ran another noise filter over this one as well, and you can see that the image doesn't seem to have been tampered with. The luminance gradient filter confirms that there is indeed something there. You can see a possible arm covering the edge of the doorway. There even seems to be what looks like the top of a head. What makes this image even more creepy is that Piers said that the dog is deaf and blind. Yet it looks as though the pooch can sense something nearby. Many paranormal experts believe that animals have a heightened sense for the paranormal, and judging by this photo, it certainly seems that this dog is sensing something off about the room. Piers confirmed that the image irked him so much that he's keeping his distance from the house for the time being. Many commenters thought the figure must be a shadow figure, but some even suggested it could be a genuine intruder coming into the home. Wie wär's denn mit dem, der da wohnt? Dem Wohnungsbesitzer, der sich da einfach hinstellt und ein cooles Foto macht. But then, if it were a burglar, why is their arm somewhat transparent in the image? Love to hear your take on this one in the comment section down below. Was halt so komisch ist. Hier ist das Bild scharf. Du siehst nichts großartig Pixeliges, selbst hier in den dunklen Stellen ist es nicht großartig pixelig. Ab hier ungefähr wird das Bild unglaublich pixelig. Selbst hier seht ihr an der Kühlschrankkante, dass es sehr, wie sagt man, zackig ist. Ja? Und dann hier in dem Bereich ist es extrem pixelig. Warum? Weil es für mich jetzt so aussieht, als wäre es eingefügt worden. Und zwar hier, in dieser Stelle des Bildes. Hier auch. Seht ihr, hier ist so eine Art Blauschimmer. Hier nicht, da nicht. Aber hier. Also auch noch hier ein bisschen da und hier ein bisschen da. Es wurde vielleicht ausgeschnitten, das Bild, in das Bild rein projiziert, also als Layer, ja, drüber gelegt, bisschen rausgefadet. Schönes Geisterfoto.
Now, if you want to watch some more scary video clips, then watch that episode on the top there. Otherwise, there's a massive playlist there you can binge on. Leave us a comment down below. Smash that thumbs up button. Oh, and that's it from me. I'll see you all next time. Oh, holy shit. Schlaganfall? Achso. Okay, ja, hier, nicht vergessen. Like. Abonniert ist. Aha. Okay, Leute. Waren jetzt keine super tollen Clips dabei, bis auf das da in diesem verlassenen Krankenhaus mit dem Vorhang. Das war wenigstens noch ein bisschen cool. Was ist das denn hier? Ist jetzt der Soldat der Geist oder was? Whatever. Sieht auch übrigens aus wie eine ukrainische Uniform. Will ich nur mal so. Ja, ist auch egal. Wir wollen jetzt hier nicht in dieses Thema reingehen. Das ist schon schlimm genug. Naja, wie gesagt, der einzigste Clip, der ganz cool war, war halt der im verlassenen Krankenhaus. Ansonsten war eigentlich alles größtenteils Bullshit. Okay, Leute, dann habt schönen Dank fürs Zusehen, ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch ein paar andere Videos aufnehmen, die vorproduzieren, damit ich ordentlich was habe. Wann das hier rauskommt, weiß ich noch nicht. Entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Mal gucken. Auf jeden Fall kommt demnächst wieder eins. Ja? Okay, Leute, dann habt schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch dieses Video hier angesehen habt. Kackt nicht ins Bett, das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, Leute, haut rein. Viel Spaß noch. Ciao.